Hi, it's Anna again. If you haven't seen the previous video, please check out the huge overlay appearing now somewhere on the screen. Please also check the video description for additional information and links or the playlist at the end of the video. The second part of the FAQ will be in German as well, so please click on the white CC button at the bottom of the video to activate the subtitles. Thanks! So, was ist deine Lieblingsjahreszeit? Ganz klar der Herbst. Ich mag es, wenn die Bäume nochmal alles geben. Außerdem schreibt es sich da ausgezeichnet Songs. Ich bin im Herbst und Winter am produktivsten. Kommt von euch dieses Jahr neue Musik raus und wie war euer erstes Date? Ja, auf jeden Fall. Wenn die Videoproduktion es schafft, kommen sogar noch 2 neue Videos raus. Und wir sind theoretisch und praktisch an den fehlenden Songs für ein gemeinsames, Sammelalbum wäre wohl der beste Ausdruck dran. Das erste Date war schrecklich. Ich meine, erste Dates sind wahrscheinlich nie perfekt. Ich war super nervös und wusste nicht so ganz, ob er das ernst meint oder alles nur ein Spaß ist. Und Damien war die ganze Zeit total gestresst. Das Eis war allerdings fantastisch und die Pizza auch. Von dem Teil, der auf meinem Rock landete, abgesehen. Also ja, Katastrophe. Aber hey, es hat ja trotzdem geklappt. Gebt also nicht auf, wenn es beim ersten Mal nicht gleich episch ist. Nur ein bisschen, mit ganz viel Schmetterling im Bauch. Was ist deine Haarfarbe? Ja, natürlich ein extrem dunkles Braun. Wenn ich dann die Tönung von den Strähnen drauf klatsche, sind die schwarz Petrol. Das vereinfacht mir halt das Strähnchenfärben total, weil ich den Rest nicht extra dunkel färben muss. Okay, hast du dir jemals die Haare gefärbt? Falls ja, welche Farben und mochtest du die Farbe oder nicht? Ich glaube, ich hatte schon so ziemlich alle Farben auf dem Kopf und nicht alle sahen wirklich gut aus. Ich habe seit Ewigkeiten nur farbige Strähnen, die ich vorher blondiert habe. Da die Frage kam, ich benutze Atomic Turquoise und Ultraviolet und nein, das ist kein Product Placement. Directions bluten bei mir total schnell aus. Keine Ahnung warum, aber die wollen einfach nicht halten. Wer macht die Animation? Also das erste Video hat Side Productions erstellt. Die findet ihr auch in meiner Kanalinfo in der Checkout-Liste. Die 2 Videos und der Rest werden in Berlin vom Label produziert. Danke an der Stelle für die tollen Videos. Falls ich euch jemals in echt treffe, würdet ihr mir dann den Kopf tätscheln. Ja, wenn es dich glücklich macht. So, was ist deine Lieblingsfarbe? Türkis und Lila. Müsste ich mich für eine von beiden entscheiden, dann wär's Türkis. Doofe Frage, was ist ein FAQ? Das heißt Frequently Asked Questions und wir haben mittendrin ein Q&A draus gemacht. Ich hoffe, es hat niemanden verwirrt. Ein bisschen zu sehr? Wie ist es so, eine Sängerin zu sein? Also ich glaube, viele denken immer, das ist 24 Stunden am Tag super spannend und total aufregend, aber es ist für mich genauso spannend und aufregend wie der Alltag für jeden anderen. Klar, man lernt Leute kennen, mit denen man so eventuell jetzt nie zu tun gehabt hätte, aber mein Jet-Set-Leben wird wahrscheinlich enorm überschätzt. Wenn man nicht auf der Bühne stehen will, fallen da 75% der Sachen weg, die ihr euch unter einem Sängerleben vorstellt. Ansonsten ist es natürlich toll, wenn man positives Feedback für seine Songs bekommt, aber genauso muss man dann auch die bittere Medizin schlucken und Kritik oder Trolling hinnehmen. Was ist dein Lieblingstier? Eindeutig Katze. Tuna habe ich seit ich 12 bin und ich hoffe, sie wird mich auch noch ein paar Jahre begleiten. So, Anna, deine Eltern und engsten Freunde wissen doch sicher von deinem Pseudonym Anna Blue. Was sagen sie also zu deiner geheimen Identität? Ich glaube, die meisten kommen ganz gut damit klar, aber nach 6 Jahren ist es den meisten auch fast egal, da der Neuigkeitswert eher gegen 0 geht. Meine Eltern wollen, dass ich glücklich bin und einen guten Plan B habe für die Zeit, wenn du mal keine Lust mehr hast, Anna. Denk wenigstens daran. Ich bin genauso stolz auf die kleinen Erfolge von meinen Freunden wie sie auf meine. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Würde ich mich komplett verrennen und Sachen machen, die sie nicht gut finden, würden sie es mir auch direkt sagen. So, wird es mehr Merchandise geben? Also im Moment gibt es erstmal nur die Shops auf Redbubble und Society6. Falls wir in Zukunft mehr Möglichkeiten bekommen, werde ich das natürlich posten. Was für Songs kommen noch?
Also als erstes kommt Where Do I Go? Das kommt jetzt im August, hoffentlich, und wird ziemlich rockig. Und ich glaube, die meisten assoziieren den mit Anime-Intro. Zumindest war es das, was immer fiel. Ach ja, klingt voll wie, aber der Text. Aber der Wintersong wird ein Follow-up zu Silent Scream und ziemlich düster und meiner Meinung nach ziemlich taschentuchlastig. Der Rest bleibt noch geheim. Okay, dann machen wir weiter. Kommt bald ein Album? Ja, das wäre auf jeden Fall der größte Plan. Noch ist halt nichts fest. Im Moment fehlen ja noch mindestens 5 Songs, die erstmal geschrieben, aufgenommen und produziert werden müssen. Ich weiß, wir sind nicht die Schnellsten, aber seid da bitte geduldig. Ein Wort zu Hatern, Mobbern und so weiter. Ich glaube, das kann ich nicht wirklich in einem Wort zusammenfassen, ja. Ich verstehe nicht, wie man drauf sein muss, um seinen Frust an anderen auszulassen. Es ist für mich besonders im Internet einfach nur eine totale Verschwendung. Stellt euch mal vor, was die alles erreichen könnten, wenn sie sich nicht auf andere konzentrieren, um rumzuätzen. Ansonsten ist es eine ernste Sache und ich würde mich beim Mobbing sofort an jemanden wenden. Es ist nichts, was unter den Tisch gekehrt werden sollte. Ich musste wegen Mobbing die Schule wechseln. Ich weiß, wie es ist, wenn man versucht, es einfach nur zu ertragen, aber es bringt nichts. Es nervt auch, wenn Leute versuchen, es zu relativieren. Es war doch nur Stänkern, der ist viel zu sensibel. Das ist kein Kavaliersdelikt. Besonders Eltern sollten sich da nicht vor ihre Kinder stellen, sondern einsehen, dass die Scheiße bauen und Existenzen zerstören. Sorry für die lange Antwort, aber das musste einfach mal gesagt werden. Wie fühlt es sich an, eine Armee von Unterstützern zu haben? Ja, ich bin glücklich, dass ich nach 4 Jahren nochmal einen Start 2.0 machen konnte. Ohne euch wäre das natürlich nicht möglich gewesen. Deswegen ein riesiges Danke an die Community und besonders an die Leute, die die Untertitel einreichen. Ihr seid die Besten. Plant ihr ein Meetup oder eine Signierstunde? Das wird etwas schwierig mit dem Anonymbleiben. So, welches deiner veröffentlichten Videos magst du am meisten? Ja, schwierig. Ich habe schon das Storyboard vom Wintersong gesehen und ich bin mir ziemlich sicher, dass das mein Favorit wird. Aber das bringt jetzt natürlich keinem was. Sorry. Wenn du ein Celebrity sein könntest, wer wärst du gerne und warum? Jim Cummings. Er ist brillant, deswegen. Wo kann man sich solche ähnlichen Klamotten kaufen wie deine? Ja, also die meisten sind aus ganz normalen Läden zusammengesucht. Mein Schal ist von H&M, Accessoires finde ich eigentlich immer überall. Für manche Sachen lohnt es sich auch, in Second-Hand-Läden oder auf dem Flohmarkt zu stöbern. Ich glaube, das Problem, was viele haben, ist, dass man es genau in dem Augenblick haben will und nicht warten will. Meistens finde ich die Klamotten, wenn ich sie nicht explizit suche. Auf eBay, auf Etsy gibt's auch vieles. Ansonsten Punk- und Gothic-Shops. Ich mixe gerne und viel und wenn mir ein bestimmtes Oberteil gefällt, ist es mir auch egal, ob es aus der Kinderabteilung von H&M oder aus dem Punk-Shop ist. Wird es einen Sneak Peek zum nächsten Video geben? Ja, definitiv. Hast du kurze oder lange Haare? Ich habe kurze, wie in den Videos. Hey Anna, willst du ein weiteres E-Book veröffentlichen? Ich fand es ziemlich schade, dass das letzte so abrupt endete und hoffe, mehr erfahren zu können. Ja, das hängt tatsächlich allein von euch ab. Je mehr es kaufen, desto größer ist die Chance. Praktisch wäre noch genug Material für eine ganze Reihe da. So, Milch oder Schokolade? Eindeutig Schokolade, die Milch ist da ja mit drin. Was hältst du von Superbad? Also, wir mussten googeln und ich glaube, Damien ist jetzt blind. Meine Meinung... Nee, ich denke, einige Shippings müssen echt nicht sein. Okay. Anna, würdest du gerne in die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen können? Wenn ja, Zukunft oder Vergangenheit? Und was würdest du da tun? Okay. Ja, ich würde auf jeden Fall in die Vergangenheit reisen und auf alle Konzerte gehen, die ich verpasst habe, weil ich zu jung war. Warum bist du Emo? Ist irgendwas in deinem Leben passiert, das das ausgelöst hat? Oh Mann, das klingt immer so, als hätte man eine unheilbare Krankheit oder sowas, anstatt einfach ausgezeichneten Musikgeschmack. So, Eierkuchen oder Waffeln? Ganz klar Waffeln, wobei meine Oma auch immer tolle Eierkuchen gemacht hat, aber ich gehe lieber Waffeln essen.
Wann hast du Geburtstag? Ich habe am 18. März Geburtstag. Der Rest bleibt geheim. Magst du Galaxien, Pastellfarben und niedliche Sachen? Klingt nach Pastellgoth. Nein, nicht so wirklich. Also, ich habe auch ein paar niedliche Sachen. Allerdings finde ich meine Einhorn-Kuhtasse auch niedlich und die finden andere eher hässlich. Ich mag eher die seltsamen Dinge und ich glaube, ich bin ein paar Tonabstufungen dunkler glücklicher. So, haben die Charaktere Zoe und Henry irgendeine Bedeutung für dich und wenn ja, welche? Ja, das sind meine besten Freunde. In welchen Ländern glaubst du bekannt zu sein? Ja, ich weiß gar nicht, wie viele von euch Analytics von Facebook und YouTube nutzen, aber ich liebe sie. Wir sehen so ziemlich genau, wo ihr seid und welche Sprache gesprochen wird. Deswegen poste ich normalerweise auch auf Englisch und bin glücklich über die ganzen Untertitel. Falls ihr die Tools also noch nie für euren eigenen Kanal genutzt habt, reingucken. So, seid ihr auf dem Japan-Tag in Düsseldorf? Also, ich war da. Ganz anonym und inkognito. Irgendwo bin ich bestimmt auf einem Foto drauf mit 1000 anderen Besuchern. Wird es vielleicht mal Real-Life-Videos oder einfach nur Gelaber-Videos geben? Ich habe noch nie ein Gelaber-Video gemacht. Okay. Anna, woher kannst du so gut zeichnen? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so super gut zeichnen kann. Die Videos mache ich nicht, also bitte nicht durcheinander bringen. Peinlichster Moment? Oh, bei offenem Fenster laut über Damien diskutieren und dann sehen, wie er seine Gardine zuzieht, lachend. Mein Bruder meinte, er wäre nicht da, ich konnte ihn wochenlang nicht mehr in die Augen gucken. Das war so schlimm. Okay, falls du für einen Tag eine Superkraft hättest, welche wäre es? Also unsichtbar sein, glaube ich. Das wäre total cool. Ich hatte erst überlegt, ob durch Wände gehen besser wäre, aber dann ist es Mitternacht und du latschst gerade durch eine Wand und steckst dann drin fest. Das wäre echt unpraktisch. Dann lieber unsichtbar sein. Was machst du nach deinem Schulabschluss? Ja, also gerade mache ich Musik und ich jobbe und wie es weitergeht, werden wir sehen. Warum gibt es keinen Film zu den Musikvideos? Die sind nämlich echt geil. Ja, das verstehe ich auch nicht. Danke. So, ich hätte für euch gerne noch mehr aufgenommen, aber das ist einfach so krass viel gewesen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Eventuell machen wir mal wieder eins. Auf jeden Fall danke für die vielen Fragen und wir sehen uns beim nächsten Musikvideo. Eure Anna.